Kältekammern, Blutplasma, Vitamininfusion, das klingt nach Jungbrunnen, aber die Menschen, die leben am längsten gerade dort, wo niemand diese Sachen braucht. Das Überraschende, die statistisch gesehen stärksten Hebel für die Gesundheit, die kosten gar nichts. Moin aus der Impulsfabrik. Wir geben dir Impulse, damit du zukunftsfähig bleibst. Wo brauchst du Fakten statt Hype? Schreib doch dein Thema gleich in die Kommentare und klick die Glocke. Wir starten mit Langlebigkeitsmythen, die ständig auftauchen, und ich schaue mir an, was wirklich messbar wirkt und was nur Zeit und Geld frisst. Dann gehen wir auf die Welttour. Was kannst du dir von den globalen Alterschampions abschauen? Zum Schluss stelle ich dir deine Startknöpfe vor, mit denen du sofort durchstarten kannst. Ich bin kein Arzt. Das hier ist keine medizinische Beratung, sondern Impulse und Inspiration. Wenn du also nicht gesund oder unsicher bist, dann sprich bitte mit einem Arzt. Starten wir mit dem Mythos-Check. 7 große Behauptungen kurz gegen Zahlen gehalten und ich sag, was für mich übrig bleibt. Multivitamintabletten, die verlängern das Leben. Ich stehe vor dem Regal mit bunten Dosen, alles klingt nach Energie, Fokus und Immunsystem, aber die Daten, die sagen etwas anderes. Eine große Analyse zeigt, tägliche Multivitamine, die senken die Sterblichkeit nicht. Im Gegenteil, in den ersten Jahren war das Risiko teils sogar leicht höher. Für mich heißt das, Vitamine, die gehören auf den Teller, nicht in die Routinedose. Ergänzen nur, wenn ein echter Mangel nachgewiesen ist und dann auch mit dem Arzt reden. Ich spare mir also die Pillen und investiere lieber in gutes Essen. Apropos Essen, damit kommen wir zum zweiten Mythos. Übergewicht ist heute normal, umstellen bringt doch nichts. Ja, abends vor dem Kühlschrank, Apfel oder Aufschnitt, Olivenöl oder Fertigsoße. Solche kleinen Wahlmomente, die summieren sich. Eine große Analyse in The Lancet, die schätzt, dass 2017 rund 11 Millionen Todesfälle weltweit mit schlechter Ernährung verknüpft waren. Vor allem wegen zu viel Salz und zu wenig Vollkorn und Obst. Ich muss nicht perfekt essen, aber konsequenter. Das bringt messbar Risiko runter und gute Jahre rauf. Studien zeigen, wer sein Gewicht im gesunden Bereich hält, der gewinnt im Schnitt zu Menschen mit einem BMI über 30 4 Lebensjahre. Intervallfasten kann hier ein einfacher Rahmen sein, um das Gewicht im Griff zu bekommen. Eine längere nächtliche Esspause von 12 bis 14 Stunden, die kann helfen, die Kalorienbilanz einzuhalten. Und ehrlich, genau da lag bei mir lange das Problem. Wenn der Tag zu voll war, dann stand ich nachts am Kühlschrank. Nicht aus Hunger, sondern aus Gewohnheit. Heute hilft mir feste Essenszeiten und kein Licht im Kühlschrank mehr nach 21 Uhr. Daher das Fazit für mich: Ernährung ist ein Grundpfeiler. Ich plane Mahlzeiten besser, koche öfter selbst und halte die Küche simpel. Ich nehme diesen Hebel Ernährung sehr ernst und setze ihn weit nach oben. Und wem das zu langweilig ist, der setzt vielleicht auf den nächsten Mythos. Biohacks wie Kältekammer, Rotlicht oder junges Blutplasma, die verlängern mein Leben. Ja, das klingt nach Biohacking der Zukunft. In Wahrheit steckt die Forschung hier noch in den Kinderschuhen. Die US-Arzneimittelbehörde, die warnt ausdrücklich, Plasmatherapien mit jungem Spenderblut, die sind nicht für Anti-Aging zugelassen und es gibt keine Belege, dass sie das Leben verlängern. Auch Kältekammern oder Rotlicht, die zeigen bisher nur kurzfristige Effekte, zum Beispiel auf Stimmung, Regeneration oder Hautbild. Mein Fazit: Ich spare mir teure Selbstversuche. Statt nach Wundereffekten zu suchen, setze ich auf das, was belegt wirkt. Ich halte diese Biohacks daher nicht für wichtig und lasse sie einfach weg. Damit kommen wir zum nächsten Mythos. Jetzt mit dem Rauchen aufhören, das lohnt sich auch nicht mehr. Vor der Bürotür, da drückt einer die Zigarette aus und sagt, ja, zu spät, ich bin halt schon immer Raucher. Die Daten, die sprechen dagegen. Das New England Journal of Medicine, das fasst es klar zusammen. Rauchende verlieren im Schnitt mindestens 10 Lebensjahre. Das Rauchen Herz, Gefäß, Lunge und viele Krebsarten befeuert, das merken wir nicht täglich, aber die Rechnung, die kommt sicher. Ich habe vermutlich selbst gut reden. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht. Ich weiß aber aus meinem Freundeskreis, wie schwer das Aufhören ist. Wenn du noch rauchst, hier mein Impuls für dich. Du schaffst das mit dem Aufhören. Mit dem Schwung kommen wir zum nächsten Mythos. Ich bin ja eher introvertiert. Freunde treffen, das bringt mir nichts. Ein Anruf bei alten Freunden, 10 Minuten reden und der Tag, der fühlt sich leichter an. Eine große Meta-Analyse in PLOS Medicine, die berichtet, dass Menschen mit starken sozialen Beziehungen eine um etwa 50% höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben als Menschen mit schwachen Bindungen. Das ist kein Wohlfühldetail, das ist ein Gesundheitsfaktor. Weniger Stress, bessere Gewohnheiten, mehr Hilfe in Krisen. Ich hatte die schlimmste Krise meines Lebens in Corona-Zeiten, auch wegen der Isolation. Für mich heißt das jetzt, Beziehungen aktiv pflegen, Treffen fest einplanen, nicht nur chatten, wirklich sehen. Ich sehe meine sozialen Bindungen als wichtiger Teil meiner physischen und psychischen Gesundheit. Mein Impuls, wenn du dich mit jemandem triffst, sei wirklich da. Kein Multitasking, kein Scrollen. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben, und echtes Interesse, das ist die einfachste Art, Dankbarkeit zu zeigen. Ach, ein Glas Alkohol am Tag, das ist doch gesund. Am Tisch steht der Rotwein, lange galt, ein Glas sei herzgesund.
Die aktuelle Botschaft aus Europa ist nüchtern. Die WHO betont, dass es keinen sicheren Schwellenwert für Alkoholkonsum gibt und drängt auf klare Risikohinweise, auch wegen Krebs. Mein Weg: Genuss ja, Gesundheitsversprechen nein. Selten wenig oder nichts. Ich sehe auch geringe Alkoholmengen nicht als Geheimnis für ein langes Leben und verzichte auch weiterhin auf Alkohol. Nur harter Sport wirkt doch wirklich. Spazieren bringt doch nichts. Ich bind die Schuhe, 10 Minuten gehen werden zu 20. Es zählt. Die Weltgesundheitsorganisation, die schreibt, Erwachsene sollten 150 bis 300 Minuten pro Woche moderat aktiv sein oder 75 bis 150 Minuten intensiv für spürbare Gesundheitsgewinne. Dazu kommen dann 2 Krafteinheiten pro Woche. Das ist machbar. Damit sinken Blutdruck und Blutzucker. Muskeln und Knochen, die bleiben stark. Herz und Hirn danken es dir. Perfektion brauchst nicht. Regelmäßigkeit schlägt hier Heldentaten. Mein Fazit: tägliche Bewegung, die nehme ich sehr, sehr ernst. Wo wir bei Herz-Kreislauf sind. Kennst du bestimmt Blutdruckmessen bei Oma? In einer Studie mit über 80-Jährigen, da brachten Blutdrucksenkung weniger Schlaganfälle, weniger Herzschwäche und sogar eine niedrigere Gesamtsterblichkeit von ca. 21%. Für mich heißt das, dass ich meine Werte kenne und versuche, salzärmer zu essen. So, jetzt kennen wir mal die Grundlagen, aber wie sieht es in der Praxis aus? Funktioniert das wirklich? Und was passiert, wenn ganze Länder oder Gemeinschaften diese Hebel ernst nehmen? 3 Orte zeigen eindrucksvoll, was auch bei uns möglich wäre. Niederlande: Bewegung beginnt auf dem Weg zur Arbeit. Eine Kreuzung in Utrecht: 10 Fahrräder, dann 20, dann 100. Kinder, Rentner, Banker im Anzug, alle treten in die Pedale. Was hier selbstverständlich wirkt, ist ein Grundpfeiler für die Gesundheit einer Nation. Bewegung auf dem Rad ist kein Extra, sondern der Normalzustand. Die Niederlande zählen zu den bewegungsfreundlichsten Ländern der Welt. Rund 25% aller Wege im Land werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist tatsächlich immerhin etwa 3 Kilometer pro Kopf. Die Infrastruktur, die ist darauf ausgelegt: getrennte Radwege, gute Beleuchtung, Vorrang auf Kreuzungen. Bewegung ist dort keine Frage der Disziplin, sondern Normalzustand. Der Effekt, der ist messbar. Wer regelmäßig Fahrrad fährt, der lebt statistisch rund ein halbes Jahr länger. Nicht durch Hochleistungssport, sondern durch tägliche Aktivität in kleinen Portionen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, die WHO empfiehlt 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche. In den Niederlanden, da ist das für viele allein durch die Pendelstrecke erledigt. Dadurch leben die Niederländer im Schnitt ein halbes Jahr länger. Okinawa: gemeinsam alt werden. Wir springen zu einem Dorfplatz in Okinawa, Japan. Freunde sitzen im Kreis, spielen Karten, reden, lachen. Sie kennen sich seit Jahrzehnten. Ihre Gruppe heißt Moai. Das bedeutet lebenslange soziale Unterstützung. Hier ist nicht nur der Körper, sondern auch die Seele eingebunden. Und das wirkt. Okinawa war über Jahre Spitzenreiter bei der Lebenserwartung, besonders bei Frauen. Der Grund, der liegt nicht nur auf dem Teller, sondern im engen sozialen Netz. Die Menschen hier treffen sich regelmäßig, helfen einander, die teilen Freude und auch Krisen. Die Moai-Struktur, die wirkt wie ein Puffer gegen Stress, Einsamkeit und schlechte Gewohnheiten. Sie motiviert zur Bewegung, zum gemeinsamen Essen, zur Achtsamkeit im Alltag und dazu kommt oft ein starker Lebenssinn. Ikigai, sagen sie, ein Grund, morgens aufzustehen. Bevor wir zum Mitmachteil kommen, also zum Impuls, den du dann umsetzen kannst, springen wir noch nach Loma Linda in Kalifornien, USA. In dieser Stadt, da leben besonders viele Siebenten-Tags-Adventisten, eine Glaubensgemeinschaft, die Rauchfreiheit, Alkoholabstinenz und pflanzenbasierte Ernährung als Teil ihres Lebens sieht. Viele sind Vegetarier oder Veganer, essen Hülsenfrüchte, Nüsse, weniger verarbeitetes Essen und sie leben im Schnitt 7 bis 10 Jahre länger als andere Amerikaner. Diese Lebensweise, die ist keine Diät, sondern Identität. Essen wird hier nicht optimiert, sondern bewusst gewählt. Dazu kommen regelmäßig Schlaf, Bewegung und ein starker Gemeinschaftssinn. Die Datenlage, die ist eindeutig. Weniger Herzinfarkte, weniger Krebs, längere Lebenszeit und das in einem Land, das ansonsten mit hohen Raten chronischen Krankheiten zu kämpfen hat. So, jetzt aber genug auf andere gezeigt. Jetzt wird's praktisch. Wie können wir das Thema Langlebigkeit jetzt wirklich in der Praxis angehen? Starten wir beim Thema Essen. Essen ist Lebensfreude und einer der stärksten Hebel für Gesundheit. Aber gute Ernährung, die scheitert selten am Wissen, sondern am Alltag. Der einfachste Trick ist es, vor dem Einkauf vorauszuplanen. Mach's dir leicht. Nimm dir 5 Minuten, bevor du einkaufen gehst. Überleg, wie viele Mahlzeiten ihr in den nächsten Tagen braucht, nicht mehr. Dann schreibst eine geteilte Liste, zum Beispiel in der Bring-App. Alle sehen dieselbe Liste, jeder kann ergänzen und die Regel ist simpel. Gekauft wird nur das, was draufsteht. Keine Schokoriegel, keine Chips aus Langeweile, keine Spontankäufe, weil der Magen lauter denkt als der Kopf. So ernährst du dich durch Planung automatisch gesünder, mit weniger Stress, Verschwendung oder kurzfristigem Improvisieren. Miteinander. Geht dorthin, wo Menschen und Bewegung sowieso zusammenkommen, zum Beispiel zu Sportkursen, zum Klettern, Lauftreffs, Tanzkurse oder Wandergruppen. Apps wie Strava helfen euch dabei, euch in der Gruppe gegenseitig zu challengen. Gemeinsam Bewegung, da schlägst du gleich 2 Fliegen mit einer Klappe.
Finden kannst du Gruppenaktivitäten über dein Stadtportal, örtliche Vereine, nebenan.de oder SpontActs. Darum gleich reinschauen, hingehen und dranbleiben. Du hast Freunde und willst Freundschaften pflegen? Mein Impuls: setzt euch einen fixen Abend im Monat. Handys wandern dabei in eine Schale. Ihr kocht, spielt oder werkelt zusammen. Vielleicht geht ihr auch vor dem Essen noch eine Runde laufen. Ja, sozialer Klebstoff, der schlägt in der Regel die Willenskraft. Wenn Menschen auf dich zählen, dann wird aus Vorhaben Routine. Und eine gute Gewohnheit, die bringt vielleicht gleich 2 Gewinne: mehr Bewegung und mehr Menschen, besseres Einkaufen und weniger Stress. Starte noch heute mit diesen 2 Impulsen. Erstens, Strava öffnen, 2, 3 Personen hinzufügen, 2 30-Minuten-Termine für diese Woche setzen, ja, und dann Spaziergänge zum Beispiel auch zählen. Zweitens, Bring installieren. Beim nächsten Einkauf dann gesunde Produkte eintragen, für 3 bis 5 Tage einkaufen und im Markt nur das einkaufen, was du vorher bei Bring eingetragen hast. Mehr braucht es nicht, um die Kurve zu kriegen. Kleine Siege konsequent wiederholt, so entstehen die Jahre, die wir dann wirklich wollen. Aktiv, klar, verbunden und lebenswert. Zusammengefasst: Langlebigkeit ist keine Raketenwissenschaft. Regelmäßig bewegen, vollwertig essen, ein starkes soziales Umfeld, das ist die Basis. Natürlich zählen auch andere Faktoren hinein, wie rauchfrei zu leben, Alkohol zu vermeiden, guter Schlaf und Stressvermeidung. Die Auswirkung von Stress auf die Lebensqualität, die ist so groß, dass wir darüber in einem eigenen Video sprechen werden. Ja, diese Grundlagen, die schenken uns im Durchschnitt messbare Lebensjahre und sie funktionieren auch ohne Bausteine aus dem Labor der Zukunft. Biohacks, Pulver oder Megadosen, die klingen nach Fortschritt, sind aber meist nur Fassade. Ich halte mich an das, was wirkt, nicht an das, was glänzt. Wenn dir das heute einen Impuls gegeben hat, dann mach's gleich konkret. Überrede jemanden mit dir in Strava Schritte zu zählen, lad dir Bring herunter und trag deine gesunden Einkäufe für mehrere Tage ein. Und wusstest du, dass du es eher umsetzen wirst, wenn du es aufschreibst? Also, was wirst du umsetzen? Schreib's in die Kommentare. Danke fürs Dranbleiben. Nicht vergessen, wir liefern nur den Impuls. Du erweckst ihn zum Leben. Bis zum nächsten Mal in der Impulsfabrik.